Einen wunderschönen guten Morgen, Amman, dritter Tag in Jordanien. So, heute geht es 4 Stunden mit dem Auto runter nach Wadi Rum in die Wüste und danach geht es dann heute späten Abend Richtung Petra. Dort werden wir bei Khaled übernachten, um dann nächsten Tag morgens zum Sonnenaufgang in Petra zu sein. Da bin ich sehr gespannt. Wir haben dann einen Jeep gemietet, werden dann nachher 2,5 Stunden mit durch die Wüste fahren. Ich bin sehr gespannt, aber ich nehme euch ja mit. Also auf geht's. Der Anteil von Beduinen 1%. Und sagt dir das Wort Beduinen? Weißt du, was bedeutet Beduinen? Nicht genau. Beduinen ist abgeleitet von Badia. Ja. Badia ist die Wüste. Das heißt, die Bewohner der Wüste sind Beduinen. Ja. Okay? Okay. Das ist Al-Badia Janubia, die südliche Wüste, Badia. Und wer lebt in einem Zelt mitten in der Wüste, ist ein Beduine. Okay. Okay? Ja. So, mittlerweile sind wir in Wadi Rum angekommen. Ich hoffe, dass mit dem Ton geht einigermaßen, weil es hier doch echt windig ist. Und ich werde aber gleich nochmal das andere Mikrofon mitnehmen. Da ist dann so ein Windpuschel drauf. Ich glaube, das wird etwas besser. Ich zeige euch mal gleich, wo es hingeht. Da geht es in die Wüste. Und da hinten geht es gleich mit dem Jeep rein. Und wie ich erfahren habe, werden wir schön auf der Ladefläche sitzen, wie sich das gehört. Ich bin gespannt. Schaut euch das an. Ich würde sagen, wir sind startklar. Auf geht's. Wüstentour. Das Ganze in einem schön offenen Auto. Und ich nehme euch mit. Und falls ihr fragen solltet, natürlich gibt es hier keine Gurte auf diesem Autochen. Wir sitzen hier schön auf der Ladefläche. Und auf geht's in die Wüste. So, mitten in der Wüste, 2,5 Stunden fahren wir jetzt hier durch die Wüste. Und irgendwo bei den Beduinen soll es dann wohl ein Dessert geben. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und da hinten seht ihr Camps. Und ansonsten nur Sand. Hammer. So, Wüstensand unter den Füßen. Wir laufen jetzt hier gerade mal so eine Düne hoch. Und auf so einem Spot hier oben, sagten mir die beiden da unten gerade, soll man richtig gut gucken können. Ich zeige euch das mal. Scheiße, das ist anstrengend. Da wollen wir hoch. Da wollen wir gucken. Und das ist mittlerweile der Überblick, den wir hier haben. Atemberaubend. Wir sind mitten in der Wüste. Da unten steht das Auto. Da hinten sind wir irgendwo hergekommen.
Und meine Aufgabe ist es, da hoch. Also, auf geht's, bis gleich. Alter Schwede, es ist ganz schön anstrengend, hier hochzukommen. Und ihr merkt auch, es ist ganz schön windig. Ich denke mal, dass man das über das Mikrofon gut hört. Gut, das sind meine Spuren im Sand. Weit bin ich noch nicht gekommen. Also, auf geht's weiter nach oben, dem Ziel entgegen. Und auch hier komplett alleine. Wahnsinn. Ich melde mich, wenn ich oben bin. Wahnsinn. Ich habe die Kamera jetzt mal abgestellt und hoffe, dass ihr mich auch seht. Also das ist Wahnsinn, was man hier sieht. Unglaublich. Ich stehe wieder mitten in der Wüste und niemand anderes ist hier. Nur unser Auto steht da unten. Keine weiteren Leute. Phänomenal. So, jetzt hat die Kamera leider mein Gesicht verloren, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. So, phänomenal. Versuchen wir das hier nochmal, die Kamera zu positionieren. Mal sehen, ob das gelingt. Es ist zwar sehr windig hier, aber okay. Ich denke mal, das müsste gehen. Mit der Kamera funktioniert. Ja, mitten in der Wüste stehen wir. Wadi Rum, eines der bekanntesten Orte in Jordanien und jedes Jahr von Millionen von Touristen besucht, außer jetzt. In dieser Zeit ist alles anders. Aber ich bereue das nicht, hierher gefahren zu sein. 4 Stunden Anfahrt, war ein langer Weg, aber schön. Einmalig. Und ich gehe davon aus, morgen in Petra werden wir auch nicht viele andere Menschen sehen. Hammer. So, jetzt noch ein paar Fotos für den Film und dann läuft das. Leute, schaut euch das an. Mitten in der Wüste sind wir jetzt angekommen in so einer Schlucht, wo ich gerade reingehe. Ich höre schon, wie das hallt. Und ich zeige euch mal, was ich jetzt sehe. Phänomenal. Da ist die Schlucht und in die wollen wir jetzt gleich reingehen. Und so sieht das Ganze hier aus. Atemberaubend.
Und da hinten steht unser Jeep, mit dem wir hierher gekommen sind. Aber jetzt wollen wir mal reingehen in die Schlucht. Und da nehme ich euch mal mit. Mal schauen, was uns da jetzt so gleich erwartet, wenn wir in diese Schlucht gehen. Ich laufe hier auf Wüstensand. Das ist furchtbar anstrengend. Aber okay, was macht man nicht alles, um gute Filme zu erreichen? Ich weiß nicht, was mir das Zeichen da sagen soll. Ich gehe da mal hin. Ja, was auch immer das für eine Bedeutung hat. Wir werden das herausfinden. Und jetzt gehen wir mal weiter in die Schlucht hinein. Khaled sagt, ich soll hineingehen und genießen. Kann man nur genießen, denn auch hier ist niemand. Niemand. Schaut euch das an. Da gehen wir jetzt mal rein. Also, Khaled sagt, man kann hier durchklettern. Mache ich natürlich jetzt nicht, denn ich denke mal, das ist mir doch ein bisschen zu anstrengend. Aber schon phänomenal, was man hier so beobachten kann. Und vor allem hört man diese Ruhe, die wir hier haben. Es ist hier wirklich nichts los. Göttliche Ruhe, mitten im Wadi Ram, in der Wüste und auch diesen Hotspot von Jordanien alleine. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr nach Jordanien kommt, fahrt nach Wadi Ram, tut euch das an, bucht euch so einen Guide, einen Beduin und fahrt mit ihm hier in die Wüste. Unglaublich, unglaublich schön. Ja, und dann hat Khaled mich noch an eine Stelle geschickt. Oben in diesem schwarzen Streifen von diesem Felsen ist eine 2000 Jahre alte Inschrift, die hier zu sehen ist. Und wenn man sich das mal vorstellt, vor 2000 Jahren und immer noch einfach zu lesen, mit dem bloßen Auge zu erkennen, ja, gigantisch. Und dann sind wir an eine Stelle gefahren, da sieht man hier an dieser Stelle hat der Lorenz von Arabien gelebt. Und hier haben die Beduinen einen Stein eingemeißelt. Ja, auch das eine sehr bekannte Stelle. So, Wadi Ram. Eben gerade noch an der Stelle gewesen, wo der Lorenz von Arabien gelebt hat. Fotos gemacht. Dort auch noch dem Hund meine Wasserflasche gegeben. Der lag da nämlich. Normalerweise ja sehr viele Touristen hier, aber momentan keiner da. Und das ist der Ausblick, den ich gerade hier von der Ladefläche habe. Von unserem Jeep. Phänomenal. Also sehr interessant. So, jetzt schalten wir mal um auf Allrad, damit wir uns hier nicht festfahren. Und ich kann nur empfehlen, kommt nach Jordanien. Wahnsinn. Bin jetzt gespannt, was wir gleich noch so machen werden. Wir haben gleich noch 2 Stunden Fahrt Richtung Petra. Morgen früh schauen wir uns Petra an, aber noch ist der Tag nicht zu Ende. Mal sehen, wo Khaled mich noch hinführt. Und wie immer, ich nehme euch mit. So, wie sollte es anders sein, wenn man mit dem Auto ein bisschen durch die Wüste fährt? Gut, mit dem Auto sind wir nicht durch die Wüste gefahren, aber jetzt haben wir schön 2 Nägel eingefahren. Die werden jetzt gerade hochprofessionell wieder rausgeholt.
Und das erinnert mich irgendwie an meine Lehrzeit. Das ist aber schon Ewigkeiten her. Hammer. Also hier wird noch handwerklich gearbeitet. Sehr geil. So, ein weiteres Highlight. Wir haben das schon auf der Hinfahrt gesehen, als wir hergefahren sind. Ich stehe jetzt hier vor so einer älteren Lokomotive. Keine Ahnung, wie alt die ist. Auf jeden Fall. Das Ding ist noch in Betrieb. Ich zeige euch das mal. Da werden Touristen noch mit bewegt und gefahren. Gut, jetzt seit einem Jahr steht das Ding. Aber ich gehe da mal ran. Man kann das sehen an den Rädern. Das Ding fährt. Auch wenn man das kaum glauben mag. Ich glaube, einige von euch werden jetzt begeistert, aber leider rein kann ich nicht. Ich kann mal versuchen, da oben irgendwas einzufangen, ob das in irgendeiner Art und Weise gelingt. So, zoomen wir da mal rein. Ja, das sieht ja schon alles ein bisschen anders aus, glaube ich. Ne? Ja. So, hier können wir einen Blick reinwerfen. Da geht das. Leute, guckt euch das an. Das ist doch nicht normal, oder? Ja, das ist Jordanien. Da wird nichts weggeschmissen. Die andere Lok sieht auch nicht viel anders aus. Dieselbetrieben. Auch etwas älter. Und dahinter, da gehen wir jetzt mal hin, sind die Wagen. Von hier aus kann man 45 Minuten mit dieser Bahn fahren nach Wadi Rum. So sieht das Ganze hier aus. Da ist sogar noch ein Fenster offen. Da halten wir mal einfach die Kamera rein. Mal gucken, ob das gelingt. So, keine Ahnung, was ich da jetzt aufnehme. Aber so sieht das hier aus. Tja. Und was das ist, das muss ich, glaube ich, nicht erklären. Da kommt nämlich ein Maschinengewehr rauf und dann wird damit durch die Wüste gefahren. Also bewacht ist das Ganze hier auch. Und hier haben wir gleich einen Waggon, wo wir mal rauf können. So. Ja. Sehr, sehr interessant. Das Ganze. So, jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Und dann fahren wir Richtung Petra. Morgen früh um 7 wollen wir rein nach Petra und wollen uns dann den Sonnenaufgang in Petra anschauen. Und ich bin mal gespannt, wie das denn da morgen wird. Ja, heute Abend werde ich anfangen, den Film zusammenzuschneiden für euch. Wenn euch der gefällt, ihr kennt das, unten auf Abonnieren klicken. Das war Tag 3 in Jordanien. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao.